Moin oder was und herzlich willkommen aus dem stürmischen Litauen. Das ist der Wahnsinn, das Zelt ist uns heute Nacht fast weggeflogen und es fliegt uns immer noch fast weg. Mal schauen, was der Tag so für uns parat hat. Das ist insane windig. Zeigen euch ja jetzt erstmal, wie windig das hier ist, das sage ich euch. Man, these can't navigate. They navigate to a field and they say there's a Lidl there. I look on the maps and on the highway I can already tell that there's not going to be a Lidl there, but we drive anyway. Turns out there's not a Lidl. And we're not driving into the direction of one of the two big cities that have spots. So instead we end up at a wheat field that you can't even smoke because it's a wrong plant and you can make hemp out of it, which we don't need for this trip. You So, und da sind wir angekommen in der Hauptstadt Litauens und das ist größer als gedacht. Vilnius heißt das Ganze. Skyscraper, ja, bis du nicht mehr gucken kannst, bis oben in die Wolken rein. Mal gucken, was wir hier so erleben. Rein in Holger. Vilnius? Okay. So, wir sind jetzt hier in Vilnius angelangt, wie ihr gerade schon gesehen habt. Es hat angefangen zu regnen, Wetter ist extrem beschissen. Die Stadt ist geil, Spots gibt's auch und das erste, was uns hier in die Augen gesprungen ist, ist ein geiler Slide. Danken wir dem Regen, dass das heute möglich ist. Alter. No Parkour hier? Ja, okay. Okay. Fein. Okay. Goodbye. 3 Minuten in der Hauptstadt, erste Security abgehakt. Weiter geht's. Alle gleichzeitig, los. Also auch in Vilnius in Litauen gibt es Sandhaufen, da fühlt man sich ja direkt heimisch. So, da haben wir eine riesige Pfütze. Jetzt wollen wir die Leute animieren, schnellstmöglich durchzubrechen, um uns möglichst nass zu machen. Mal gucken, wer Vollgas gibt. Geil, ey, das krieg ich den ganzen Tag machen. Klatschnass bis auf den zweiten Hoden drauf. Mies am Dürpen, das Zeug hier. Ich sag mal so, sonderlich viel Wechselkleidung haben wir nicht dabei und jetzt auch ein einziges Paar Schuhe hier. So, wir sind hier immer noch in der wunderschönen Stadt. Irgendwie ist aber nichts los, also kaum Menschen unterwegs. Deswegen können wir euch schöne Einblicke jetzt in dieser wundervollen Stadt liefern. Also rein. Rutschig ist das hier drin. Also das Wetter hat einen klassischen Back-MC abgegeben
Wo uns jetzt hier weiterhin verschlägt, das steht noch in den Sternen, aber ich bin mir sicher, dass Litauen noch die eine oder andere Mähnis zu bieten hat. In diesem Sinne einfach mal rein in das Auto und schauen, wo uns das Auto dann noch hinführt. In diesem Sinne, bis später. Okay, das Szenario auf Tour ist wie folgt. Wir suchen immer einen Schlafplatz raus, irgendwo im Wald, an irgendwelchen Seen, irgendwo wo es ruhig aussieht. Einfach auf Google Maps. Genau, einfach gucken, fahren dann dahin, in der Hoffnung, dass es gut aussieht. Und meistens enden wir dann wirklich hier auf irgendwelchen, ja, so Waldwegen. Und manchmal treffen wir hier noch auf Häuser, manchmal auch nicht. In dem Fall war hier gerade halt noch ein Haus. Und jetzt wird es halt spannend. Jetzt müssen wir abwägen, ob wir hier schlafen wollen und vor uns hin vegetieren wollen über Nacht oder auch nicht. Aber eigentlich sieht es geil aus. Wir nehmen euch mal weiter mit noch auf Suche. Moin, also da haben wir ein Haus. Das ist immer ein blödes Zeichen. Also das heißt einfach noch weiter in den Wald rein dann für uns. Litauisch können wir nicht. Okay, Alter, hier kann ich wirklich nicht mehr viel fahren. Ne. Was sagst du zur Fahrlage? Ziemlich scheiße. Also mit dem Auto kommen sie nie weit. Vor allem drehen wir doch hart, ne? Wenn wir zurück wollen. Das kannst du laut sagen. VW Golf, bester Geländewagen Deutschlands, weißt du? Wir sind gerade da, wo wir jetzt links abbiegen würden, wo geradeaus diese Schranke, sag ich mal, diese Leuchtding. Moin! Das ist einfach hier hinstellen zwischen die beiden Wege, dass wir niemanden stören und dann stellen wir die Zelte da auf. Scheinbar kann man in Litauen und generell in baltischen Ländern ziemlich viel wild campen. Allerdings gibt es hier so eine Map mit rot gekennzeichneten Flächen und da kann man scheinbar nicht campen. Und in genau so einer haben wir gestern schon mal gepennt. Ich denke, heute wird es wieder in einer rot gekennzeichneten enden. Sag ich mal. Da ist Vilnius, wo wir vorhin waren. Und das ist rot. Und das ist blau. Da ist Vilnius und da sind wir. Ja, ist richtig, ist okay. Ja, vielleicht in der roten. Nix. Bisschen Schwung ist immer. Komm. Es regnet, wir pennen auf einer scheiß Straße. Es hat gerade gedonnert und geblitzt. Und es ist so fürchterlich, Alter. Irgendwo in Litauen, aber gut, scheiß drauf. Gute Nacht. Hoffentlich wird es morgen wieder sonnig. Guten Morgen, wir haben 8 Uhr und das ist so eine Uhrzeit, da sollte man wach sein. Und die Hälfte der Mannschaft, die pennt noch. Jasper Pollex, Etienne Paff und Inge Wilfried oder wie der mit Nachnamen heißt, schläft auch noch. Ich habe in meiner Tasche noch das Überbleibsel von Silvester gefunden. Das werden wir jetzt zwischen deren Zelte in den Boden stecken. Und wenn sie danach nicht wach sind, müssen wir uns was Neues einfallen lassen. In dem Sinne rein in die Rakete. Stinkt nur nach Scheiße. Das Camp ist endlich ein bisschen wach. Die Hälfte, ne? Was soll das? Hol die raus aus die Gemächers da. Die Hälfte, 2/3. Das reicht jetzt auch langsam. Spring aufs Zelt, Jan. Timo! Wake up! Hey! Hurensohn! Digga, muss ja aus dem Weg, ey. Der marschiert doch wirklich, wie du Und Jan, wo... der vegetarische Burger, Kackhuhl! Moin, oha. Also wenn Jan da endlich mit seinem Scheißzelt fertig ist, sehen wir uns wo wieder? Lüde! 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 Wir sind jetzt hier bei Lidl und haben jetzt vor, hier einen Buschsprung zu machen. Und zwar in das Zelt rein, weil uns die Büsche ausgegangen sind. Das wird der Wahnsinn.
mal Home Run gemacht. Ich hab voll was getroffen, das Ding. Das sah so witzig aus, Oh, ne? Junge, es ging so auf den Fuß, aber egal. Bin ja auch noch auf Socken unterwegs. Alter, hat das Bock gemacht. Das war Wo geht das geil. nächstes hin? Nach Saufdatpilz, Daugavpilz in Lettland. Daugavpilz, auf das Pilz rüber. So, gerade auf der Bahn, auf dem Weg nach Saufdatpilz. Ganz coole Kulisse gefunden. Müssen wir kurz die heimischen Bauern fragen, ob wir ein Foto machen können. Mal schauen, ob das klappt oder nicht. Hello, do you speak English? This? It looks cool. Very nice. Can we go there and take a photo? Nur das Fortkind, Ja, Foto. Thank you. Und hat geklappt. Hat geklappt. Die Kommunikation war so halb geil, aber machen jetzt auf jeden Fall hier ein Bild. Schien okay zu sein. Die anderen Kojoten sind auch am Start. Gucken, ob die auch was machen. Mission erledigt, jetzt geht es weiter nach Saufdatpilz. Daugavpilz oder was? Wir sind mittlerweile in Daugavpilz, Saufdatpilz angekommen. Sind jetzt auf dem Weg zu den ikonischen, legendären Sanddünen von Stanislas und Pascha. Und der Weg dahin, der ist ziemlich lustig, das endet im Strand, ist nämlich alles voll mit Sand. Und mal gucken, ob wir da ohne Panne und ohne Steckenbleiben ankommen, aber ich bin da ganz pessimistisch eigentlich. Was ist los, Jaspek? Wir sind komplett falsch. Das GPS zeigt uns an, dass wir in die komplett andere Richtung fahren sollen. Also wir fahren ja gerade in die Richtung, aber wir müssen eigentlich nach da. Also mal gucken, ob wir noch ankommen. Auf geht's nach da! Die saying, bruv? Also wir sind mitten im lettischen Wald irgendwo und wir haben einfach nur Angst, einen Kopfschuss zu kriegen, weil uns gerade mitgeteilt wurde, dass hier der Schießstand ist und den haben wir mittlerweile auch schon gesichtet und jeder Meter gleich 1 Meter mehr Kopfschussgefahr. Wahnsinn. Alter, Jasper reißt hier die Bäume aus, eigenhändig. Ja. Yes. Ja, jetzt kommt man ja auch wieder mit dem Karren durch, also weiter geht die wilde Autofahrerei, wie ich 3-mal am Tag sagen tu wollte und das Shirt ja sicher wollte das. Oh yes, come on. Also Ivo ist im absoluten Rage-Mode, weil er meinte, die Straße hätten wir von Anfang an nehmen können. Hat er auch recht, aber wäre auch langweilig gewesen. Weiter geht's in den Sand. Das war wohl nix. Moin. Guys, you see this Australia? If you see the turn right, you must turn. Yeah. And you go straight, and you will be. Do you think it's going to be possible for our cars to go? Maybe. Schön geiler Typ. Was bremst der eigentlich die ganze Zeit? Der fährt hier, weißt du, mit 2 km/h da hoch und denkt, er schafft es nicht und jetzt bremst er, wenn die schieben. Wir haben die elendigen Straßen verlassen, fahren wieder auf einem guten Geröll und sind, glaube ich, ganz nah vom Domizil. Wir freuen uns. Pascha und Co, wir kommen, Alter. Lachs! Okay, we are basically on the wrong side of the road. We're not even supposed to be where we are because there's danger of falling off cliffs. There's camera security and I don't know, it's like territory that you just shouldn't go. But we are already on the wrong side, so there's no point in pretending we're the good guys. So yeah, might as well f up the whole thing and get the f out. Ah ja, also in die Richtung ist scheiße. Und da sind wir eh schon. Holy.
Problem gelöst. So, nach dem jahrelangen Ritt mit unseren eisernen Rossen sind wir endlich an der Düne angekommen. Es ist nicht die Düne, die wir aus den Videos kennen, aber die ist auch schon geil. Ja, ich denke mal, der erste Jump wird mal wieder von Dwayne geschehen und er schmeißt die jetzt einfach mal rein. Das ist steinhart! Das ist fucking Concrete, Alter! Ich bin im Ansatz eingesackt! Also ja, das sieht man. Also tief ist er nicht, das ist vielleicht 5 cm. Das war's dann jetzt auch von dem Spot, ich glaube wir gehen weiter. Leider können wir nicht allzu viel mehr machen bisher, weil alles steinhart ist. Also das ist wirklich fast wie Beton. Deswegen sliden wir jetzt hier noch ein paar Mal runter und machen das ein bisschen softer, damit wir gleich eventuell fette Flips reinjagen können. Das Problem, was wir haben, ist, dass das immer noch hart ist, obwohl wir gelockert haben. Wir schmeißen uns ein paar Mal rein und danach suchen wir den richtigen Spot weiter. Also irgendwo hier muss der sein, weil das kann nicht sein. Ja. Je weiter man springt, desto mehr Spaß hat man. Also springen wir jetzt weiter, damit wir mehr Spaß haben tun. Double Side! Au. Perfekt in den Slide, Alter. Willkommen in Lettland. Okay, wir haben einen neuen Plan. Scheiß auf Flippen, wie schubsen jetzt einen Baum den Hang hier runter. Komm on, du Hohn! Ja, vamos! Ja, vamos! I love this play. Yeah. Oh! It's a madness! Und damit würde ich sagen, gehen wir mal lieber wieder zurück zum Flippen. Die ganzen Spacken hier machen nur Schabernack und wir sind die Einzigen, die irgendwas am Trainieren sind. Weißt du, wie ich meine, ey? Ja, Digga, wenn man landet wie ein fucking Vollidiot, dann ja. Jan macht jetzt eine Wallbomb, weil Ette meinte, das geht. Ich will Jan jetzt beweisen, dass das geht. Das wäre nur blöd, wenn das abbricht. Also ich sende jetzt noch hier einen großen Frontflip von hier so nach da. Das ist ein Stückchen. Und danach gehen wir exploren, weil hier muss es noch andere Sanddünen geben. Die ist jetzt echt steinhart, das heißt jede Landung zwiebelt so ein bisschen, aber man kann damit leben. Und wir gucken mal da drüben, da sieht es noch ganz gut aus. Mit viel Glück finden wir noch was. Ansonsten wird das heute ein etwas langweiligerer Tag mit dennoch eine Menge Spaß. Also wird es doch noch ein spaßiger Tag. Also im Endeffekt haben wir eine Menge Spaß. Wir haben jetzt versucht, mit der Drohne neue Locations ausfindig zu machen, weil das ist nicht die Düne, die wir gesehen haben in Videos. Aber uns wurde die als Location geschickt. Wir vermuten mal, dass es über den Regen hinweg, weil das Video 1 Jahr alt war, woher wir die kannten, einfach durch den Regen die ganze Düne verschoben ist und deswegen nicht mehr so ist wie früher. Also heißt das für uns, wir müssen uns jetzt hier was einfallen lassen, um wieder das Beste rauszuholen. Das könnte auch lustig werden. Also mit irgendwas fliegen wir heute noch. Mit was wissen wir noch nicht, aber irgendwas fliegen wir heute noch durch die Gegend. Mit Auto. Mit einem Auto. So, wir sind zurück an der Location, wo Dwayne sich gerade fett gemault hat, weil das zu hart war. Dwayne und Jasper lockern das Ganze jetzt auf, weil Jan und Dwayne wollen da gleich reinfliegen. Es fängt gerade an zu regnen, also perfekte Voraussetzungen, oder? Was sagst du? Ja, man kommt erst hinterher auf die Idee, dann mal aufzulockern und vielleicht mal abzuchecken. Wahnsinn. Ja. Also rein da. So, damit ihr nochmal einen Einblick von hier oben kriegt. Ich jag mich nur ganz leicht, ne? Das sieht so weit von noch nichts aus, aber es ist geisteskrank hoch. Man springt in so eine Schräge rein, ehrlich. Mehr als 45 Grad oder wie viel so, weißt du, so viel dort ist. Ja, safe. Drohne ist in der Luft, das heißt, es kann reingehen. Gut, den Clip haben wir jetzt noch geschafft. Mal gucken, was der Tag noch zu bieten hat, aber ich glaube, wir müssen erstmal überlegen, wo wir hier noch hin können, weil wir sind wirklich mitten am Arsch der Welt. Und mitten, also richtig drin im Loch.
Ja, Wettervorhersage für die nächsten Tage komplett scheiße. Wir gehen jetzt irgendwo hin, Restaurant oder was, gucken, was die nächsten Tage so gibt. Aber vielleicht sehen wir uns da gleich nochmal wieder irgendwann oder auch irgendwo. Und mit Restaurant meint er Meckes, weil die haben Steckdosen. Jo, da sind wir wieder. Und zwar waren wir gerade ein bisschen was essen und haben so ein bisschen umstrukturiert. Und zwar haben wir das Problem, dass unsere gesamte zukünftige Route mit scheiß Regenschauern überzogen wird. Das heißt, egal wo wir hingehen, es wird regnen, es gibt keinen Weg drumherum. Die gesamte Küste der lettischen Länder ist völlig voll mit dem Regen und genau da wollten wir her. Riga, Küste und Co., was weiß ich, wie die ganzen Städte heißen. Und leider können wir viel, was wir sehen wollten, jetzt nicht sehen. Aber wir haben Plan B ausgehandelt. So, und Plan B ist, dass wir heute nochmal hier in Daugavpils, irgendwo in Lettland, unser Zelt aufschlagen, an der Sanddüne, wo wir auch vorhin waren. Und morgen soll eventuell nochmal gutes Wetter hier sein. Das heißt, wir wollen diese ganzen geilen Ghetto-Spots hier in Daugavpils nochmal abchecken. Eventuell nochmal ein bisschen was hier ballern und dann abends tatsächlich eine komplette Madness an Fahrt senden. Und zwar 1000 Kilometer Richtung Süden, irgendwo südliches Polen oder sowas. Da soll ein geiles Spot sein, da soll das Wetter vor allem gut sein. Und dann mal schauen, was dann von da aus so passieren wird, ob wir da überhaupt heile ankommen. Aber in diesem Sinne jetzt würde ich erstmal sagen, Sendet. eine gute Nacht, Opa. Rein ins Outro.